Okay, dann gehen wir heute mal ein ganz anderes Thema an. Sowas hatten wir eigentlich noch nie auf dem Channel hier. Kleine Premiere, Thailändisch online lernen für Anfänger. Ich habe dieses Video einfach jetzt mal zusammengestellt, weil ich einfach auch bemerkt habe, dass es da sehr viele Problematiken gibt. Ich persönlich lerne ja auch Thai und kann eigentlich nur sagen, ich hatte einfach Glück, dass ich damals entsprechend über einen guten Anbieter gestolpert bin, wo ich das auch von Grund auf die Basis gelernt habe und darauf immer weiter ausbaut. Deshalb komme ich mit gewissen Programmen schon zurecht, die für andere jetzt als Einsteiger oder als blutiger Anfänger überhaupt nicht zu bewältigen sind. Ich werde hier in diesem Video einige Anbieter zeigen und auch benennen. Es besteht mit diesen keinerlei Werbeverträge, keine Kooperationsabkommen und ich bekomme auch kein Geld dafür. Das sind hier einfach bloß meine persönlichen Erfahrungen und die Anbieter, die ich benutze, die ich euch mal ansatzweise zeige. Die thailändische Schrift ist in der Tat etwas Besonderes. Sie zeichnet sich nicht nur durch ihre ästhetische, ansprechende Erscheinung aus, sondern ist auch tief mit der Aussprache verbunden. Jedes Zeichen gibt Ausschluss darüber, wie dieses Wort gesprochen wird. Die 5 Tonlagen sind dabei von zentraler Bedeutung. Wird ein Wort falsch betont, ändert es seine Bedeutung komplett, was zu Missverständnissen führen kann. Ich habe das immer ein bisschen poetisch für euch auf den Punkt gebracht. So könnt ihr euch das vorstellen. Man kann das jetzt ein bisschen entschärfen, was ich hier so poetisch geschrieben habe und kann einfach sagen, wir lernen hier nicht sprechen und schreiben, sondern wir lernen singen und malen. Damit haben wir schon mal einen Punkt vom Tisch. Ich werde das mit euch jetzt hier so mal überfliegen. Den kompletten Beitrag gibt es natürlich im Blogbeitrag, den ich unten nochmal in der Videobeschreibung verlinke. Da kannst du das alles nochmal ganz genau nachlesen. Da sind auch die Links zu den Anbietern drin und sonstige Informationen, die in diesem Video jetzt untergehen, weil ich hier gewisse Sachen einfach nur überfliege, weil sonst würden wir, glaube ich, Spielfilmlänge erreichen und das schaut sich bei YouTube fast keiner an. Umschrift. Kommen wir mal zur Umschrift. Auch Transkription oder Transliteration. Die Umschrift ist für das thailändische Lernen sehr wichtig. Es ermöglicht dir, Worte in Alphabet darzustellen, wie wir es in der westlichen deutschen Sprache verwenden oder auch im Englischen. Du kannst gewisse Betonungen aber auch nicht komplett darstellen. Es ermöglicht dir jetzt nur einfach, dann kommt jetzt gleich auch ein Beispiel dazu, Wörter aufzuschreiben, Text zu schreiben, den du für dich verständlich dann wiedergeben kannst. Den Zettel kannst du auf keinen Fall in Thai oder sowas geben, der kann damit nichts anfangen. Die Umschrift ist eine Lernhilfe für dich am Anfang zum Verständnis. Das ist einmal ganz wichtig. Viele Umschriften orientieren sich am Englischen, das ist auch so ein Punkt. Den möchte ich noch ganz kurz erwähnen und sind daher für Deutschsprachige kaum brauchbar. Die meisten Angebote, die es gibt, sind wirklich für Englischsprachige und weniger für Deutschsprachige. Wenn du jetzt Nong zum Beispiel nimmst, jung, das ist thailändisch jung und wird mit O gesprochen. Im Englischen wird es aber, in der englischen Umschrift wird es aber mit U übersetzt und geschrieben. Also Nung. Bist schon wieder völlig daneben. Spätestens, wenn die Thailänder lachend zusammenbrechen, weißt du, du hast das falsch gesprochen. Die haben da immer einen göttlichen Spaß mit. Könnte ich jetzt einige Geschichten erzählen, aber okay, das haben wir lieber weg. Also hier ist nochmal aufgestellt, ist eine Lernhilfe für Anfänger und eine Hilfe für die Aussprache. Sie versucht die verschiedenen Vokale, Konsonanten und manchmal auch die Tonlagen der thailändischen Sprache darzustellen, die im Deutschen nicht existieren. Das ist eben so ein Knackpunkt. Deutsch ist keine tonale Sprache. Nach einem Komma spricht man hoch, nach einem Punkt macht man mal weiter und da gibt es auch solche Regeln und die haben wir eben auch. Und im Asiatischen ist das alles ein bisschen viel feiner. Eine asiatische Sprache ist nicht umsonst wirklich etwas ganz anderes. Aber es ist durchaus lernbar, wie gesagt, wenn du die richtigen Schritte gehst. Probleme und Herausforderungen der Umschrift. Es gibt keinen einheitlichen Standard. Das ist das nächste Problem. Viele Umschriftsysteme wie das offizielle Königliche Allgemeine Umschriftsystem Thailands, RTGS, oder anderen in Lehrbüchern gebräuchlichen Systemen ist daher nicht immer identisch. Wer Thailand kennt, weiß, dass sowieso immer nie was Gleiches. Wenn du aufs eine Amt gehst, kriegst du ganz was anderes erzählt, wie du auf das nächste Amt gehst. Ja, das trifft hier auch zu. Amazing Thailand. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
So, jetzt mal ein Beispiel, wie Umschriftsysteme arbeiten können. Die einen schreiben das Savade, die anderen schreiben Savadi, ne, und dann hier Savade. Also, das sind so die verschiedenen Umschriftssysteme. Das heißt, wenn du bei dem einen lernst und dann zu dem anderen rüber switcht oder beide gleichzeitig lernst, musst du auch 2 Umschriftsysteme lernen, weil jeder sein eigenes Süppchen kocht. Töne und Nuancen. Thailändisch, und das solltest du eigentlich auch wissen, ist eine tonale Sprache, deshalb auch mit europäischen Sprachen generell überhaupt nicht zu vergleichen. Eine Umschrift kann diese Töne oft nur unzureichend oder mit zusätzlichen Symbolen wie zum Beispiel Akzenten oder Zahlen darstellen. Da ist eine perfekte Aussprache mit dem Umschriftsystem alleine kaum zu erlernen. Das heißt, früher oder später kommst du an den thailändischen Schriftzeichen auch nicht vorbei. Und wenn man seinen ersten thailändischen Satz sieht, den man geschrieben hat, wie schön der eigentlich ausschaut, ist das eine tolle Entschädigung. So, Umschrift ist nur eine Annäherung. Wie gesagt, alles im Blogartikel nochmal ganz genau nachzulesen. Und dann kommen wir jetzt mal zum Silko, teillernen.net. Ich hatte das Glück, ich bin damals über seinen Sprachkurs damals gestolpert. Ich habe geguckt, gesucht und nichts Passendes gefunden. Und dann hat er damals angefangen. Also ich habe mich also ziemlich früh als einer, ja, mit der ersten will ich vielleicht nicht sagen, aber einer der ersten 100 bestimmt mit angemeldet. Da lerne ich auch heute noch. Und er erklärt hier erst einmal Teillernen für Deutschsprachige. Ne? Du lernst Thai auf verschiedenen Webseiten oder mit Büchern, kein Umschriftsystem bzw. Laufschrift verwenden und am Ende wirst du doch nicht verstanden. Das Video einfach mal anschauen, wirklich sehr gut erklärt. Dann verstehst du das auch, was ich jetzt nochmal hier gefaselt habe. So, mangelhafte Online-Kurse für Thai-Anfänger. Großes Problem ist, viele Kurse sind oft nicht gut geeignet und können sehr schnell überfordern. Ich möchte an diesem Punkt einfach mal kurz festhalten, ich möchte hier keinen dieser Anbieter, die ich hier aufführe oder erwähne, schlecht machen. Sie haben alle ein gutes Angebot, ein durchdachtes Angebot. Das lasse ich nicht hochkommen, dass jetzt da einer sagt, der ist scheiße. Das gilt nicht. Es sind verschiedene Angebote und es geht darum, das Richtige für dich zu finden. Es geht hier nicht um eine Beurteilung, ob du das jetzt gut oder schlecht findest, nur weil du damit nicht zurechtkommst. Also es gibt also Anfängerkurse, ein typisches Problem ist, dass Vokabeln abgefragt werden, die du noch gar nicht kennst, weil sie noch nicht behandelt wurden. Oder dass ganze Sätze, kommen auch Beispiele später noch, in thailändischer Schrift präsentiert werden, die übersetzt werden sollen, obwohl der Lernende noch gar keine Zeit hatte, auch nur ein einziges Zeichen davon zu lernen oder kennt. Solche Erlebnisse führen halt einfach schnell dazu, dass das einfach überfordert. Achte beim Abschluss von einem Abo für einen Kurs oder wenn du einen Kurs kaufst, auf deine Geld-Zurück-Garantie und wenn du merkst, hey, das kann ich alles noch gar nicht, dann ist der Kurs das Falsche. Dann nimm deine Geld-Zurück-Garantie, gib den Kurs zurück, such dir was anderes. Du wirst sonst im Thailändischen ziemlich schnell scheitern. Und sehr viele Experten, die ich hier kenne, haben aufgegeben, Thailändisch zu lernen, weil sie einfach das für unmöglich halten. Das ist es aber nicht. Wir haben unter anderem Senioren, die haben es auch noch gelernt und sprechen sehr gut. Hier einige Optionen, die sich gut für den Einstieg für dich eignen. Teillernen.net habe ich schon erwähnt. Das ist der Silko, das ist das Video, was oben verbunden ist. Der bietet eben auch einen Grundlagenkurs an. Das heißt Alphabet, Tonregeln, hochbetont, tiefbetont, fallensteigend. Das alles gibt es hier in diesem Grundlagenkurs. Der ist hier nochmal drin. Ähnlicher Anbieter ist onlinethai.com. Legt auch großen Wert auf die Grundlagen und richtet sich an Personen ohne Vorkenntnisse, ne? Genauso wie also auch hier oben. Also die zwei sind also hier gerade für die Vorkenntnisse eigentlich wirklich gut zu empfehlen. Da lernst du erstmal die Grundlagen und auch die Schriftzeichen, auch wenn du sie vielleicht am Anfang sehr wenig benutzen wirst, weil am Anfang sehr viel mit der Umschrift eben gemacht wird, lernst du aber diese Buchstaben auf alle Fälle schon mal mit. Dann gibt es noch eine ganz gute App zum Lernen. Das kann man sich auf dem Handy installieren und wenn man irgendwo warten muss und keine rauchen möchte, kann man sich die Ling-App aufrufen und hier Vokabeln, Grammatik und Aussprache trainieren. Diese App ist auch speziell für Anwender konzipiert, die spielerisch und kurz effektiven Lektionen lernen. Sie bietet umfassende Lektionen mit Vokabeln, Grammatik und Aussprache, wobei Fokus auf einem echten Thai von Muttersprachlern liegt. Das ist auch sehr wichtig, dass es dir halt
jemand vorspricht, der es auch wirklich kann. Wenn der da vorne schon nuschelt, so wie ich, dann wird das nichts. Deshalb werde ich auch keinen Teilkurs geben. So, dann gibt es noch eine App, die sehr interessant ist. Die kann man auch nicht für Thailändisch benutzen. Es ist eine flexible Lernplattform. Es ermöglicht einem Texte, Bücher, Artikel, sogar Transkripte von Broadcasts hochzuladen und direkt in der Zielsprache zu bearbeiten. Es ist mehr so für Individuallerner, die sagen, ich nehme mir ein Wörterbuch, ein Notizbuch und einen Stift und mache das alles für mich selbst. Dann kann ich dieses Buch hier nehmen, das ist ein deutsches Buch, das wird dann in Thailändisch ausgegeben und dann werden mir die Wörter vorgegeben und dann kann ich die sehen, kann die lernen und wenn ich dann später ein bisschen weiter schon bin und die Wörter kenne, kann ich sie auch markieren. Dann werden die nicht mehr weiter abgefragt. Es gibt auch dann Informationen zu den Wörtern, wenn man draufklickt. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Programm für Do-it-yourself-Lerner. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, aber da muss man dann auch wieder der Typ da sein und natürlich auch die Selbstdisziplin haben, um das auch wirklich durchzuziehen. Das ist immer etwas anderes, wenn du einen Präsenzunterricht hast oder ob du online lernst, wo du dich alle 3 Monate mal einmeldest. Also es ist vergleichbar mit dem Fitnesscenter. Ich bin in dem Fitnesscenter, ich habe da einen Vertrag, gehe aber nie hin. Selbstdisziplin ist ja eigentlich auch wichtig. Ne, dann haben wir den Amazing Tralker. Hier geht es dann schon ein bisschen mehr ans Professionelle ran. Ist für Anfänger vorteilhaft, da Lehrer den Unterricht genau auf ihre Bedürfnisse und den Lerntempo zuschneiden. Sie können Grundlagen der Aussprache und Töne direkt mit einem Muttersprachler üben, was für einen Thai besonders wichtig ist. Also da hast du wirklich einen Lehrer auch und kannst dann online mit einem Lehrer arbeiten. Das sind so die Programme, die ich einfach mal wirklich empfehlen kann. Damit kommst du weiter. Also wie gesagt, erst einmal hier eins von diesen Grundlagensystemen. Wie gesagt, ich bin bei thailernen.net. Dann Thai Online, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, da kam ein bisschen später. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Und dann kann man auch mit KI oder später mal aufbauen, wenn man es dann mit der Schrift drauf hat, das lesen kann. Thailernen.net bietet eine Lektion, den ersten Teil, kostenlos an. Du kannst jetzt also direkt zu Thailernen.net rübergehen, kannst dich da mal anmelden und die erste Lektion einfach mal kostenlos durchmachen. Und dann kriegst du mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, für die ersten Buchstaben, wie er das dann auch erklärt. Ziehe ich jetzt ein bisschen vor, steht weiter unten. Hier ist auch alles schön aufgebaut. Hohe Konsonanten haben eine Farbe, Vokale haben eine eigene Farbe, tiefe Konsonanten haben eine eigene Farbe, mittlere Konsonanten haben eine eigene Farbe, ne? Die Endungen haben eigene Farben. Und wird auch wirklich darauf geachtet, das heißt, du hast schon mal eine Lernerleichterung, dass du farblich weißt, rot ist ein hoher Konsonant. Da hast du schon auch viel Lernhilfe mit drin, die du es einfach durchziehst. Dann hat er auch viel Praxisvideos, wie das Zählen, wo es speziell mal aufs Zählen eingeht. Nung, Song, Sam, Se, Ha. Wo er das einfach mal durchgeht. Dann gibt es natürlich noch die klassische Alternative. Habe ich vorhin auch schon mal angesprochen. Präsenzunterricht. Im Begegnungscenter Pattaya werden freitags 2 Thai-Kurse angeboten. Thai sprechen, Thai schreiben. Das ist ein Präsenzunterricht, da ist ein Lehrer präsent und eine kleine Schulklasse mit vielen großen erwachsenen Kindern. Also, da hat man auch Kommilitonen, würde man jetzt beim Studium sagen, haben wir jetzt natürlich in dem Sinne nicht, also Mitschüler, mit denen man dann natürlich noch nach dem Kurs beim Getränk oder beim Kaffee oder Kuchen zusammensitzen kann und noch ein bisschen üben kann. Oder es auch mal zusammen weggeht oder sich mal trifft, um zu üben. Da hast du auch Kontakte auch gleichzeitig dazu, wo du auch üben kannst. Thailernen.net. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ohne die Lektion Thailernen.net wäre also ich persönlich schon lange auf der Strecke geblieben, mich jetzt lang aufgegeben und wie gesagt, es war mein Glücksfall, dass ich am Anfang an schon über die gestolpert bin und das bei denen gemacht habe. Da habe ich nämlich richtig gelernt. Und man könnte hier sagen, man hat einen schulischen Lehrplan ins Internet online gebracht. Also man lernt hier wirklich, man kommt nicht so schnell voran, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, auch wenn der Silkürzler mit Verb, in 3 Minuten kannst du den ersten Satz sprechen. Ja, hat er ja auch recht, aber das ist ein sehr einfacher Satz. Wenn man das ganze Paket jetzt betrachtet, insgesamt mit Tonregeln, mit Sonderzeichen, die ganzen Sarahans und so weiter,
dann dauert das alles, bis man das wirklich auch verstanden hat. Ihr werdet auch merken, ihr werdet die Lektionen sehr oft wiederholen, bis das mal sitzt. Besonders interessant wird es dann zum Beispiel bei den Zählwörtern. Das ist, ja, da werdet ihr noch hinkommen, wenn du das durchziehst, eines Tages teillernen, wirst du zu den Zählwörtern kommen und an mich denken, ich habe sie erwähnt. Ich verrate jetzt keinen Schabernack. Nein, das müsst ihr selber rauskriegen, was die Zählwörter in Thailändischen bedeuten. Besonders psychologisch wertvoll finde ich zum Beispiel, dass man nicht mit Lerninhalten überfordert wird, die man noch gar nicht gelernt hat. Stattdessen lernt man Schritt für Schritt und baut auf echtes Verständnis auf. Und das ist für mich einfach sehr wichtig. Ich will ja das, was ich lerne, auch verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Multiple-Choice-Fragen nehme, die ich bei anderen Anbietern jetzt zum Beispiel wie Sprachen24.de vorgesetzt bekommen habe, dann kann ich mit meinem Fachwissen, super, mit meinem Lernwissen, das ich bei Thailand.net erworben habe, zwar diese Multiple-Choice-Fragen jetzt auch nicht zu 100% übersetzen, aber ich verstehe den Inhalt schon mal. Und ich finde es schon mal ganz, ganz interessant, wenn man wenigstens schon mal kapiert, was da steht. Wenn du irgendwo ein Schild liest und du sagst, das ist das. Oder wenn du ein Duschshampoo im 7-Eleven kaufen kannst, ohne dein Handy rauszuholen. Und wie gesagt, das lernt ihr eben auch beim Silke bei Thailand.net. Der Namensvetter, wo habe ich denn hier oben irgendwo stehen? Muss ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Online-Thailernen.com soll das ähnliche System verwenden. Dazu kann ich mich aber nicht äußern, da ich das Programm nicht kenne. Wie gesagt, ich will ja auch kein gut oder schlecht machen. Ich fasse das hier einfach mal so ein bisschen zusammen, dass du ein Bild kriegst. Das heißt, du einfach dich hinsetzen kannst und sagen kannst, okay, ich möchte das machen. Das ist Fakt. Ich fange so an. Mach dir einen Plan, zieh den durch. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Genau. Hohe, mittlere Konsonanten sowie Vokale sind farblich klar gruppiert und werden konsequent so dargestellt, dass das Lernen deutlich erleichtert. Am Ende der Lektion können Hausaufgaben erledigt werden und per E-Mail zur Korrektur eingesendet werden. Das heißt, du kannst dein erworbenes Wissen auch testen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man einfach am Ende der Lektion sagt, man kann sie auch 2-3 Mal noch wiederholen und dann sagt, okay, ich glaube, ich habe es jetzt kapiert. Und dann überprüft man es wirklich, indem man sagt, okay, ich fülle jetzt mal die Hausaufgabe aus und schicke die ein. Ich habe da immer sehr schnell meine Antworten bekommen. Und wie gesagt, das ist für mich eigentlich so, ja, ich würde mal sagen, Silko ist eigentlich hier der Marktführer. Silko ist gleich teillernen.net. Also ich bekomme, wie gesagt, keine Werbung oder sowas bezahlt hier. Ich verwende nur das Wissen, was ich mir angeeignet habe. Okay, dann würde ich mal ganz kurz gucken. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz rüber zu teillernen.net. Und ihr habt hier immer erst einmal eine Lektion 1. Wir sind jetzt hier beim Teil 2 der Lektion 1. Wie gesagt, ich will euch jetzt da auch nicht so viel vorschießen und Silko hat ja auch seine Copyright-Rechte drauf. Also die teillernen.net hat die Sachen auch entworfen und ihr kann jetzt hier nicht einfach so viel publizieren. Ich beschränke mich also hier nur auf Prinzipien, damit ihr das seht und ein Bild davon habt. Lernmaterial zum Ausdrucken. Also ihr habt oben das Eröffnungsvideo. Dann bekommt ihr das Lernmaterial zum Ausdrucken, alle Dokumente in einer PDF-Datei. Ihr seht schon 12 Seiten, alle Dokumente als ZIP-Archiv, also könnt ihr gezippt runterladen, sind dann 13 Dokumente. In dieser Lektion würdest du jetzt quasi 4 weitere Konsonanten, Buchstaben lernen. Das wird jetzt einfach mal das N, No, Nu gesprochen. Das ist das Trennzeichen für gleichbleibender Ton. Normal in der Mitte gesprochen, No. Und dann das ist das Zeichen für den ansteigenden Ton, kann man sich merken, das geht hier zum Schluss nochmal um. Nu, ne, also zusammen macht es dann No, Nu. Wie gesagt, und hier werdet ihr wirklich auch durchgebracht. Das ist ein Konsonant und Maus ist dann komplett als Wort so richtig geschrieben. Da ist auch nochmal die komplette Schreibweise. Wird hier alles sehr gut erklärt und du kannst es nachsprechen, üben. Es ist sehr, sehr, sehr gut deutlich auch vorgesprochen. No, nu. No, nu. Ja, kann man super machen. No, nu. Ich will jetzt aber nicht so viel von den Seiten hier zeigen, weil, wie gesagt, das ist Eigentum von teillernen.net. Aber erwähnt haben möchte ich es einfach. Dann kommen wir zu der Alternative Präsenzunterricht. Im Begegnungszentrum Pattaya zum Beispiel. Die bieten freitags, wie weiter oben schon erwähnt, immer 2 Stunden an. 1 Stunde lesen und 1 Stunde schreiben. Ein ehrenamtlicher Lehrer gibt hier freitags immer 2 Stunden Präsenzunterricht. Zunächst 1 Stunde sprechen, anschließend 1 Stunde lesen und schreiben. Man kann das auch im Einzelnen nehmen. Man kann nicht sagen, ich möchte nur lesen und schreiben lernen. Man kann auch sagen, ich möchte nur sprechen lernen.
Die Vorteile liegen hier auf der Hand, auch wenn man ebenfalls hier ein Manuskript zugrunde liegen hat, was natürlich durchgearbeitet werden muss und soll, wird hier deutlich effektiver auch auf Sachen eingegangen. Es ist viel praxisnah als jetzt zum Beispiel ein Online-Kurs, so gut wie auch ist. Ich habe hier euch auch Beispiele zusammengeschrieben. Wie gesagt, im Blogbeitrag könnt ihr das alles nochmal detailliert ganz genau ersehen. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ich kann bei Unklarheiten direkt Fragen stellen und bekomme sofort eine passende Antwort. Ich muss also gar nicht erst darüber nachdenken, was wollte ich denn damals eigentlich von ihm, sondern ich bekomme es direkt, ich kann es direkt umsetzen, direkt mit dem erworbenen, gelernten Wort auch dann verbinden. Ich habe die Möglichkeit, die Aussprache zu wiederholen und mir Feedback geben zu lassen. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich ausführlich erklären lassen. Zusätzlich halte ich Informationen und Erklärungen, warum ein Wort so geschrieben wird, zum Beispiel mit Endungen, die sich in der Aussprache verändern. Also hier gibt es viele, da gibt es offene und geschlossene Schreibweisen, die muss man auch kapieren, wann schreibt man nah offen und wann mit geschlossener Schreibweise, das sind dann auch wieder so Extras. Es ist eine asiatische Schrift. Von daher gesehen, vergesst das, was hier als westliche Sprache, ist in diesem Fall Deutsch wahrscheinlich oder Englisch, kennt. Zurzeit nutze ich teillernen.net etwas weniger und konzentriere mich stärker auf den Präsenzunterricht, um das bereits Gelernte zu festigen und weiter zu verfeinern. Also ich fahre also prinzipiell, könnte man sagen, zweigleisig. Und ich habe mir jetzt auch nochmal einen dritten angeschaut, da gehen wir jetzt dann auch gleich nochmal rüber. Mondly hatte ich am Laufen. Mondly, da zeige ich euch nichts zu, weil die habe ich schon wieder rausgeschmissen. Das war selbst mir zu hoch, ist ein KI-Sprachtrainer. Ne? Also Mondly arbeitet auf Basis von KI. Die KI merkt sich, was du kannst, was du nicht kannst, was du gelernt hast und was du noch nicht gelernt hast. Welche Sachen du kombinieren kannst und welche Sachen du noch nicht kombinieren kannst. Sie verwendet aber sehr viel, und muss ich sagen, teilende Schrift und Sprache. Das eigentlich, was ich lernen möchte, wird verwendet, mir wird es aber nicht beigebracht. Also Mondly ist, kannst du wirklich sagen, ein Trainer, den kannst du verwenden als Ende der Stufe fortgeschritten bis also Anfang Profi. Mal so kategoriert. Es ist nichts für Anfänger. Wenn du Thailändisch relativ gut durchkommst, kannst du das super als Sprachtrainer benutzen. Also ich hatte einen sehr guten Eindruck von Mondly, was das Training der Sprache, auch das Erweitern des Wortschatzes angeht und spezielle Situationen. Also da fand ich es wirklich sehr interessant. Aber als Anfänger ist Mondly leider nicht geeignet. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe euch das hier auch nochmal zusammengeschrieben. Thailändisch lernen ist für viele eine echte Herausforderung. Ne? Bei Sprachen24 liegt es jetzt auch in der Vermittlung des Grundwissens einfach. Schritt für Schritt in die Schrift einzuführen, ist einfach nicht. Die Plattform setzt einfach stark auf Vokabeln und Beispielsätze. Wie gesagt, die du am Anfang eben einfach noch nicht beherrschst. Das ist bei Sprachenlernen24 jetzt auch das gleiche wie bei Mondly, aber Sprachen24 setzt doch etwas einfacher an mit Begriffen, die man, wenn man hier in Thailand öfters ist oder lebt, eigentlich schon vom Laufen, vom Vorbeigehen her kennt und gehört hat, wo man dann einfach nur noch die Wörter zuordnen muss. Also man kann hier mit einem geringeren Wortschatz das durchaus schon nutzen. Ist ein sehr günstiges Paket, man kann es kaufen, lebenslang, entspricht 10 Jahre und hat dann 10 Jahre lang Zugriff auf das Programm. Aber wie gesagt, auch hier Vermittlung von Grundwissen, Grammatik, Satzbau, Betonungen, hoch, tief, fallend, wird hier bei Sprachenlernen24 genauso vernachlässigt und einfach vorausgesetzt. Spätestens beim Lesen und Schreiben wird sich das rächen, wenn man hier bei Sprachen24 einfach das ganze Zeug auswendig runterlernt. Das ist in dem Fall, wenn du es nicht verstehst, nur auswendig lernen. Wenn du es verstehst, wie gesagt, ist das durchaus brauchbar, aber du brauchst auch hier einen gewissen vorgegebenen Wortschatz, der erst einmal da sein muss. Und natürlich auch die thailändische Schrift, damit du es lesen kannst, weil da eigentlich keine Umschrift verwendet wird. Auch die Aussprache bereitet Schwierigkeiten. Es gibt zwar Audiomaterial zur Erklärung der Tonregeln und Lautbildung, bleiben allerdings weitgehend aus. Wer noch nie mit einer Tonsprache zu tun hat, wird kaum in der Lage sein, Wörter richtig nachzusprechen, und kleine Fehler können große Missverständnisse verursachen. Das ist hier in Thailand nun mal leider, habe es auch schon erwähnt, spätestens wenn die Thais vor Lachen zusammenbrechen, weißt du, dass du irgendwas Falsches gesagt hast. Oder wenn der Thai
etwas muffig reagiert. Also wie gesagt, es gibt ja auch Worte, die gebräuchlich sind, die auf der anderen Seite auch Hund bedeuten können. Wenn du den dann teils unabsichtlicherweise als Hund bezeichnest, kommt das mal gar nicht gut an. Ne? Also wie gesagt, es kann sein, dass er ein bisschen Humor aufnimmt, weil er weiß, dass du verlangen wirst und es noch nicht so besser kannst. Aber es kann sein, dass er zuntig ist, weil er es eben nicht weiß. Also das ist immer so situationsabhängig. Man sollte sich aber dennoch nicht scheren, was man gelernt hat, außerhalb zu verwenden und zu sprechen. Auch gerade in Supermärkten und so weiter, wenn man an der Kasse steht, versuchen die Konversation einfach in Thailändisch zu führen, was man eigentlich auch relativ schnell kann. Dann bleiben wir bei Sprachen 24 und Monthly. Hierzu kommt, dass das Lernkonzept bei beiden Anbietern stark auswendig lernen setzt. Grammatik, Schrift, poetische Grundlagen geraten dadurch schnell ins Hintertreffen. Gerade blutige Anfänger führt das häufig zu Frust und dem Gefühl, nicht wirklich voranzukommen. Fazit: Sprachenlernen 24 und Monthly mögen für Lernende mit etwas Erfahrung oder für jene, die bereits ein Sprachgefühl entwickelt haben, hilfreich sein und kann da auch wirklich weitere Nutzen draus ziehen. Aber wer komplett ohne Vorkenntnisse ans Thailändisch Sprache startet, sollte lieber auf Methoden setzen, die Grundlagen der Schrift Schritt für Schritt, der Sprache Schritt für Schritt und den ganzen Extras Schritt für Schritt rüberbringt, dass du das einfach lernst. Das brauchst du. Erst damit wird der Einstieg wirklich machbar. Dann habe ich hier noch einmal jetzt von Sprachenlernen 24 einfach mal so einen Screenshot rausgezogen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass Sprachenlernen 24 jetzt schlecht ist, aber ich muss einfach sagen, das hier ist für Anfänger das hier sind noch 9 Minuten übrig, 17 Minuten soll man lernen. Also nach circa 8 Minuten hier sowas präsentiert bekommt, das sollst du jetzt lesen. Guten Morgen ist hier gefragt. Also kann ich euch mal kurz erklären. Das hier, man sucht hier Guten Morgen. Ist das das Wort? Ist das das Wort? Beziehungsweise das hier? Das oder das hier? Oder das? So. Jetzt hier, wenn du noch keine thailändischen Schriftzeichen kennst, du hast verloren. Kannst du anklicken und gucken, wo es grün wird. Aber verstehen, was da jetzt steht, was du lernen sollst, wirst du eben nicht. Und da fehlen einfach die Grundkenntnisse, die nicht ausreichend genug vorhanden sind. Habe ich noch ein zweites Bild für euch? Da ist es. Kurze Wiederholungen, bitte tippe auf die richtige Übersetzung. Unten. So, was hiervon ist unten? Du kannst es dir auch vorsprechen lassen, ne? Aber du wirst als Anfänger diese Aufgabe nicht lösen können. Und das ist nicht okay, dass man dann Werbung macht für Anfänger stark geeignet. So lernst du schnell, hast du noch nie Thai gelernt. Das ist da nicht so ganz angebracht, finde ich jetzt, wie gesagt. Ansonsten ist der Sprachkurs allerdings gut. Ich habe mir, gebe ich zu, überlegt, Sprachenlernen 24 nicht zurückzugeben. Aber nachdem ich jetzt halt persönlich mit diesen Worten klarkomme, ich kann mir die übersetzen, ich komme darauf, was es heißt, ich brauche halt auch eine gewisse Zeit, aber ich kann sie lösen, also ist es doch schon irgendwo so ein bisschen mein Niveau und ich lerne schon ein paar Jahre Thai und von daher gesehen kann ich jetzt eigentlich sagen, ich behalte es jetzt für mich, ich komme damit klar und ich nutze es auch. Damit möchte ich einfach nochmal zeigen und betonen, dass hier nicht ein Kurs schlecht gemacht wird, nur weil gewisse Sachen eben einfach... So, das soll es für dieses Video auch dann gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen geholfen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video auf diesem Kanal. Dann, wenn du den Kanal finanziell unterstützen willst, kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du in der Videobeschreibung unten, beziehungsweise auch auf der Homepage auch unten verlinkt und angegeben. Ansonsten, gehabt euch wohl, viel Spaß beim Thailernen, wenn ihr dann damit anfangt. Allgemeine Fragen könnt ihr auch jederzeit in die Kommentare schreiben, kann ich euch gerne noch dazu beantworten. Denkt, dass das ein sehr interessantes Thema für viele ist. In diesem Sinne, gehabt euch wohl